Moin Leute, der Urlaub ist gebucht. Am Dienstag geht es für 2 Wochen in die Sonne. Das Video werde ich am Donnerstag vor dem Dienstag veröffentlichen. Ja, Urlaub ist für mich immer eine sehr gute Gelegenheit, um diverse Proben mitzunehmen, schon allein aufgrund des besseren Transportes. Aber ich nehme dieses Jahr auch 5 Flakons mit und die präsentiere ich euch jetzt in dem Video. Wir legen direkt mit Tempest von der Marke Xerjoff los. Dieser Duft ist ursprünglich ein Chemi-Duft. Chemi wurde jetzt aber ja mittlerweile komplett in die Marke Xerjoff integriert. Für mich ist das ein ganz wundervoller, würzig frischer Oud-Duft, den ich besonders gerne an einem Sommerabend trage. Ja, ich blende euch am besten einmal die Duftnoten ein. Die Kopfnote ist für mich primär frisch und zitrisch. Da haben wir diverse zitrische Duftnoten. Darüber hinaus nehme ich aber auch einen sehr aromatischen, fast schon seifigen Lavendel wahr. Und auch schon in der Kopfnote ist für mich das Oud präsent. Ja, wird im Duftverlauf dann etwas intensiver, aber ich nehme die Oud-Note eben auch schon in der Kopfnote wahr. Die anfängliche Zitrik und Aromatik zieht sich zwar im Duftverlauf zurück, ich finde aber trotzdem, dass der Duft insgesamt eben frisch und aromatisch bleibt. Das Oud wird, wie ich schon meinte, im Duftverlauf immer präsenter, verliert aber so die anfängliche Animalik und es entwickelt sich auch vor allem im Zusammenspiel mit den ganzen anderen holzigen Duftnoten eine richtig tolle holzige Basis. Und ich finde, dass die DNA im Verlauf immer würziger, fast schon rauchig wird. Das führe ich auf die Duftnote Nagamota zurück. Nagamota ist der Zypriol und Zypriol ist wiederum für eine gewisse Würzigkeit und Rauchigkeit bekannt. Im Drydown nehme ich dann auch noch etwas Patchouli wahr. Der Patchouli ist hier aber auf gar keinen Fall zu erdig. Im Gegenteil wird meiner Meinung nach auch durch einen fast schon fluffigen, frischen Moschus aufgefangen. Zusammengefasst ist Tempest für mich also ein frischer, würziger, holziger, leicht rauchiger Oud-Duft. Wenn ihr Oud von Acqua di Parma kennt, dann könnt ihr euch in etwa vorstellen, in welche Richtung das hier eben bei Tempest geht. Ich finde schon, dass die Düfte einige Parallelen haben. Tempest ist für mich aber einfach nochmal hochwertiger, komplexer und hat darüber hinaus auch noch etwas mehr Oud enthalten. Ja, und wie ich auch schon eingangs meinte, ist das für mich ein perfekter Duft für einen Sommerabend. Man hat einfach eine tolle, maskuline, frisch würzige, holzige Aura um sich herum. Ich finde übrigens auch, dass diese DNA perfekt als Einstiegs-Oud-Duft geeignet ist. Das heißt, wenn ihr auch noch nicht so ganz so viele Erfahrungen mit Oud gesammelt habt, dann könntet ihr euch Tempest auf jeden Fall mal anschauen. Weiter geht es mit Safran Colonize von der Marke Nishane. Im deutschsprachigen Raum habe ich hier auf YouTube tatsächlich noch nicht allzu viel über den Duft gesehen und gehört. Ich finde, es ist ein ganz wundervoller Duft. Frisch, würzig, der Name verrät es ja tatsächlich auch schon. Wir haben also einmal Safran als sehr präsente Duftnote und die ganze DNA geht dann aber tatsächlich in so eine Cologne-Richtung. Also ist sehr frisch und würzig. Die Kopfnote sehr außergewöhnlich. Wir haben hier nämlich ganz viel Grapefruit und auf der anderen Seite aber eben auch Passionsfrucht. Ich finde, dass das ein sehr aromatischer, prickelnder Start ist. Die DNA entwickelt sich dann aber relativ schnell in eine safranlastige Richtung. Der Safran wird im Verlauf immer präsenter. Für mich riecht die Note tatsächlich auch relativ klar und würzig, fast schon leicht metallisch. Und im Drydown bekommen wir dann auch noch so einen ganz leichten, subtilen, ledrigen Part im Hintergrund. Wir haben hier also auf der einen Seite eine ganz typische Cologne-DNA, frisch, würzig, seifig, maskulin. Auf der anderen Seite sorgen aber Duftnoten wie die Passionsfrucht und dieser leicht ledrige Part auch für einen interessanten Twist. Ich finde, das ist ein Duft, den man das ganze Jahr übertragen kann. Es ist aber auch ein richtig toller Duft für den Sommer. Die Haltbarkeit ist tatsächlich auch richtig gut. Ich komme hier immer auf 9 bis 10 Stunden. Das ist für diese Art von DNA sogar überdurchschnittlich gut. Dann machen wir mit Amorist vom Marc Gebauer weiter. Ein blumiger Duft, für den ich auch tatsächlich so 1, 2 Anläufe gebraucht habe,
Mittlerweile finde ich die DNA aber wirklich toll und natürlich können wir Männer auch blumige Düfte tragen, warum auch nicht. Ja, ich blende euch einmal die Duftnoten ein und was man sofort erkennt, hier ist keine Rose enthalten. Was ich gut finde, wir haben hier endlich mal einen blumigen Duft, der eben ohne Rose auskommt. Ich nehme hier 4 Duftnoten, wirklich sehr intensiv wahr. Das sind für mich auch ganz klar die Mainplayer. Hier haben wir nämlich einmal die Magnolie, die Lilie, dann einmal den Moschus und die Vanillenote. Der Start ist durch die Bergamotte und durch die schwarze Johannisbeere für einen ganz kurzen Moment frisch und fruchtig. Das Ganze zieht sich aber relativ schnell zurück und dann übernehmen eigentlich auch schon direkt diverse blumige Noten, wie ich sie eben auch nannte, dann ebenso das Ruder. Und im Drydown bekommt der Duft dann durch Vanille auch eine angenehme Süße. Für mich ist der Duft tatsächlich auch nicht zu süß und der Moschus sorgt eben für eine angenehme, leicht pudrige Basis. Ja, zusammengefasst haben wir hier also eine sehr blumige DNA. Das muss man natürlich erstmal mögen. Ich finde den Duft aber richtig toll. Der Drydown wird durch Vanille leicht süßlich und der Moschus sorgt eben auch für eine angenehme Pudrigkeit. Die Haltbarkeit ist, wie man das vom Marktgebauer kennt, richtig gut. Also der Duft hält ohne Probleme 10 Stunden plus. So, dann kommen wir jetzt zu Dirty Slut, wahrscheinlich dem Neroli-Aushängeschild auf dem Markt. Zumindest wenn es um die Intensität und um die Haltbarkeit geht. Hier gibt es wirklich Neroli im Overload, von der Kopfnote bis in den Drydown. Ja, nimmt man wirklich eine sehr, sehr intensive Neroli-Note wahr. Ich muss auch ehrlich sagen, dass die DNA schon recht synthetisch wirkt. Das sollte man wissen und vor allem auch mögen. Mich persönlich stört das absolut gar nicht. Ja, neben Neroli nehme ich noch ganz viel Jasmin wahr. Der Jasmin wirkt so ein bisschen drückend, fast schon leicht animalisch, was ja bei Jasmin durchaus der Fall sein kann. Und im Drydown haben wir dann tatsächlich auch Schmutz angegeben, was auch immer das sein soll. Ich glaube einfach, dass das Patchouli ist. Und dann haben wir auch noch echtes Ambra enthalten, was ja eben auch für so einen leicht schmutzigen, leicht animalischen Unterton sorgen kann. Ja, und wir haben auch noch Leder enthalten. Ich muss aber sagen, dass ich die Ledernote erst nach 3 bis 4 Stunden und dann auch nur so ganz, ganz subtil auf der Haut wahrnehme. Ja, zusammengefasst haben wir hier einen sehr intensiven und auch synthetischen Neroli-Duft. Durch Ambra und Patchouli haben wir eben so einen leicht schmutzigen, leicht animalischen Unterton. Der Name des Duftes ist mehr oder weniger also wirklich gut getroffen. Die Haltbarkeit ist überragend, also der Duft hält um die 20 Stunden. Man muss sich den Duft gefühlt von der Haut waschen und das ist natürlich für diese Art von DNA wirklich außergewöhnlich. Und zu guter Letzt kommen wir zu meiner Sommer Nummer 1 des Jahres, zu Auvert von der Marke Gallagher Fragrances. Entsprechend darf dieser Duft natürlich auf gar keinen Fall in meinem Urlaub fehlen. Diesen Duft habe ich schon ausführlich in meinem Sommer Top 10 Video vorgestellt. Das Video blende ich euch einmal hier oben rechts ein und dementsprechend werde ich mich jetzt auch auf jeden Fall kurz fassen. Ja, und um ehrlich zu sein, gibt es hier auch nicht ganz so viel zu erzählen. Wir haben hier einen sehr authentischen, frischen, zitrischen Duft. Dafür sorgen Duftnoten wie Bergamotte, die grüne Mandarine, Zitrone, Orange und vor allem die Limette. Es riecht sehr, sehr frisch. Für mich hat das was von einer sprudelnden Zitronenlimonade. Im Duftverlauf bekommen wir durch Kardamom so eine ganz, ganz leichte grüne Note im Hintergrund. Und im Drydown wird das Ganze recht moschuslastig. Und da nehme ich auch auf der Haut so eine ganz leichte, mineralische, salzige Note wahr. Zusammengefasst haben wir also einen wirklich sehr authentischen, frischen, zitrischen Duft mit Kardamom und Meersalz, also einen leicht grünen und mineralischen Unterton. Die Haltbarkeit ist super, 8 bis 9 Stunden, da kann man bei so einer DNA nichts aussetzen. Ja Leute, ich bin durch. Ich werde wahrscheinlich 3 Wochen nicht online kommen, beziehungsweise wird 3 Wochen wahrscheinlich kein YouTube-Video geben, zumindest kein ausführliches. Ich habe einige Shorts vorproduziert, die gehen dann nach und nach online. Ansonsten hören wir uns wahrscheinlich so in 3 bis 4 Wochen wieder. Dann sage ich erstmal danke für eure Aufmerksamkeit. Bis demnächst, bleibt gesund und munter.